So sieht es aus, wenn die Freunde historischer Nutzfahrzeuge ein ganzes Betriebsgelände in Beschlag nehmen. Diesmal bei der Firma Frank Fahrzeugbau in Markranstädt vor den Toren von Leipzig, die bereits zu DDR-Zeiten zu den ersten Adressen für Lkw-Service und Dienstleistungen für das Transportgewerbe gehörte. Der Firmenhof ist proppenvoll mit Lastwagen aus Ost und West. Die Vorbereitungen dazu waren enorm. Für uns ist das natürlich eine tolle Sache. Ist ja auch so, man ist ja mit den Autos groß geworden, von der Kindheit her. Man ist mitgefahren mit so einem LKW oder man hat ihn dann selbst gefahren. Also das ist wie, wenn man einen Schlager hört aus der Jugendzeit, so ist das eben auch ein Auto. Und dann lebt einfach die Zeit mit. Und nicht umsonst, muss ich sagen, haben ja so viele einen Bezug auf die alten Autos. Ich bin heute früh in Leipzig mit meinem Oldtimer hier in die Firma gefahren. Also an jeder Ecke hat irgendjemand gewunken oder einen Daumen hoch gezeigt. Also da kommt schon Freude auf, wenn man so alte Technik, die noch funktioniert, sieht. Die Firma Frank Fahrzeugbau ist eine ganz besondere Adresse. Erst recht für Kenner der Szene, denn hier wird der Kult um die Klassiker aus Ostdeutschland großgeschrieben und hat gleich die ganze Familie infiziert. Und das bedeutet tatsächlich 3 Generationen. Da gibt es Klaus Frank, seinen Sohn Andreas und dann auch noch Enkel Max. Und das sind einige der Fahrzeuge, mit denen das sympathische Trio die Teilnehmer der Sachsentour begeistert. Das ist wunderschön. Also ich muss wirklich sagen, das ist wunderschön, wenn man das schafft, dass man das auch überträgt auf seinen Sohn und auf seinen Enkel. Wobei ich sagen muss, eigentlich stammt die ganze Geschichte eher von meinem Sohn. Es ziehen alle mit. Mein Vater ist vollkommen infiziert, hat selber dann den Framo und den H6 unbedingt gewollt, wollte die Familie vollständig machen als Fahrzeuge, die mit Hauben im Prinzip zu der Zeiten gebaut worden sind. Und das hat sich auch auf unseren Sohn übertragen. Ich wachse da einfach hinein. Also ich lasse mich überraschen. Die haben immer wieder neue Ideen im Kopf und ich ziehe dann mit und ja, bringe mich dort mit ein. Und es ist dann immer toll zu sehen, was wir dort umsetzen und, ja, und jetzt auch bei so einer Tour mitmachen können. Ja, und dann einfach Informationen und Erfahrungen austauschen können. Das ist was ganz Tolles. Zurück zu Klaus Frank und dem wunderschön restaurierten H6 Baujahr 1956. Diesen LKW Made in Sachsen haben die Franks 2017 teilrestauriert erworben und dann in ein Schmuckstück verwandelt. Der H6 prägte bis in die 1970er Jahre das Straßen- und Stadtbild der DDR und verfügte über die damals höchste Nutzmasse. Das war unser Lastesel, das war eigentlich das Fahrzeug, der schwerste LKW, der hier in Sachsen gefertigt worden ist. Hat 150 PS, 6-Zylindermotor und ist eine Ausführung, den gab es als Z und mit langer Pritsche. Und wir haben den Z, der wurde eben hauptsächlich dann auch mit schweren Anhängern hinten gefahren. Doch was fährt der H6 da eigentlich auf seinem Anhänger spazieren? Ein seltener Framo, ebenfalls von 1956, den so tatsächlich nur die wenigsten kennen dürften. Das ist im Prinzip der kleinste Hauber, der nach dem Kriege hier in der DDR gebaut worden ist. Er hat einen Zweitaktmotor, hat also einen Klang wie Wartburg oder Trabant, 26 PS. Nicht der schnellste, aber wir sind überall bestens mit dem Auto durchgekommen. Von der charmanten Kuriosität zum Brot- und Butter-LKW der DDR. Das ist der IFA W50, wie er von 1967 bis 1990 gebaut wurde und noch heute als Schneeschieber im Einsatz ist. Ja, es gab einfach nichts anderes. Die DDR war eine Mangelgesellschaft und wir durften auch nicht alles bauen, was wir technisch in der Lage waren zu bauen. Das hat uns der große Bruder, der Russe, vorgeschrieben. Die hatten wesentlich kräftigere Autos. Wir mussten uns mit 4 Zylindern begnügen, maximal 120 PS. Der Nachfolger hatte dann 180 PS, der L60. Und der W50 diente im Prinzip zu allem. Er musste herhalten für alles, war nicht geliebt, aber es gab nichts Besseres und man hat sich damit einfach arrangiert. Trotzdem, der W50 war der erste Frontlenker-LKW der DDR. Zwar nie besonders beliebt, dafür aber auch relativ selten.
Ich war ja immer privater Handwerker, war es so gewesen, dass man eigentlich an so ein Auto so gut wie gar nicht rankam. Die privaten Kohlenhändler in Leipzig, die haben meist bis zur Wende noch den S4000 mit 2 5-Tonnen-Anhänger hinten dran gefahren. Aber ansonsten haben solche Fahrzeuge eben die Armee bekommen oder volkseigene Betriebe oder Kombinatsbetriebe. Aber in privaten Fuhrparks musste man die schon mit der Laterne suchen. Folgen wir den 3 Franks noch ein paar Kilometer auf der Sachsentour, bevor es zu einem Zwischenstopp auf einen Autobahnparkplatz geht. Hier wird deutlich, welche Faszination von solchen Fahrzeugen ausgeht. Ja, ich finde Oldtimer an sich einfach absolut toll. Und wenn man das also bewahren kann und so aufgearbeitet, wie hier ins Detail, das sieht ja aus wie aus dem Ei gepellt. Toll, und dieser alte Motor, das rattert, das ist einfach unglaublich schön. Das muss man erhalten, das finde ich einfach super. Solche Momente sind keine Seltenheit. Auch wenn die Fahrzeuge nur langsam vorankommen, lösen sie meistens Freude aus. Woran liegt das? Ich denke, das strahlt Sympathie aus. Wir sind halt alle ein bisschen sympathisch verrückt irgendwie und viele finden das einfach klasse, dass es noch sowas gibt und fahren auch gerne mal hinterher oder fahren bewusst hinterher. Das ist einfach eine schöne Atmosphäre, die haben sie einfach so nebenbei mal mitbekommen und haben was zu erzählen, was zu erleben, fotografieren das, winken zwischendurch und geben Lichthupe, alles klasse. Weiter geht's mit. Dabei hat Familie Frank auch einen Barkas IFA B1000 mit 46 PS und Zweitaktmotor. Gebaut wurde der vielseitige Ostbully von 1961 bis 1990 in einer Stückzahl von rund 200.000 Exemplaren. Also der Barkas war ja ein Transporter. Den gab es auf 40 verschiedenen Aufbauvarianten. Also vom Krankenwagen über den Transporter, über alles Mögliche. Alle möglichen Zweige wurden abgedeckt. Und ich persönlich empfinde den Barkas, das ist für seine Zeit vom Design ein sehr schönes Fahrzeug. Und ich bin auch heute noch verliebt in das Fahrzeug Barkas. Nutzfahrzeuge faszinieren, egal wie groß, egal wie alt und egal ob aus Ost oder West. Und wo wir gerade beim Thema sind, nicht fehlen durfte auf der Sachsentour natürlich ein Abstecher in das sächsische Nutzfahrzeugmuseum nach Hartmannsdorf bei Chemnitz. Hier sind wirkliche Raritäten der ostdeutschen Nutzfahrzeuggeschichte versammelt. Fahrzeuge, die man so sonst nirgendwo anders sieht. Sie alle sind ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass die Nutzfahrzeugproduktion in Sachsen nicht nur eine lange Tradition hat, sondern auch von Vielfalt geprägt ist.